Je mehr du gelernt hast, in der Ruhe zu leben, desto the less rest you need to be rested. desto weniger Ruhe brauchst du, um ausgeruht zu sein. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Oh, Oh, that's what sugar does to you. das macht der Zucker mit dir. My wife made an amazing chocolate chip cheesecake, Meine Frau hat einen fantastischen Schokoladekäsekuchen gebacken. and I didn't want to offend her, Ich wollte sie nicht kränken and I didn't want Daniel to eat too much. und ich wollte nicht, dass Daniel zu viel isst. So that's why I ate some. Deshalb habe ich etwas gegessen. Sugar makes you tired. Zucker macht müde. Do you know what? Weißt du was? I love to live in rest. Ich liebe es, in der Ruhe zu leben. I've learned to live in real rest. Ich habe gelernt, in echter Ruhe zu leben. The more you've learned to live in rest, the less rest you need to be rested. Je mehr du lernst, in der Ruhe zu leben, desto weniger Ruhe brauchst du, um erholt zu sein. Você precisa para estar descansado. Do you like my philosophic approach? Gefällt dir mein philosophischer Ansatz? Let me say that again. Ich wiederhole es. The more you learn to live in rest, Je mehr du lernst, in der Ruhe zu leben, the less rest you need to be rested. desto weniger Ruhe brauchst du, um erholt zu sein. It's true. Es ist wahr. You know, faith is not a stressful life. Glaube ist kein stressiges Leben. I walked in an orphanage one day Ich ging eines Tages in ein Waisenhaus. because I heard there is one and I wanted to look at it, Ich hörte, dass es dort eines gibt und ich wollte es mir ansehen. and I was shocked. Ich war schockiert. Dirt floor, Der Boden. children had no shoe, no decent clothes. Die Kinder hatten keine Schuhe, keine ordentlichen Kleider. And I have a very interesting habit Ich habe eine sehr interessante Angewohnheit. that used to upset Debbie. Today, not so anymore. Das hat Debbie früher geärgert, heute nicht mehr. I don't know where I picked the habit up, actually. Ich weiß nicht, woher ich diese Angewohnheit eigentlich I habe. like the habit, so I've never had to decide to change it. Und ich mag diese Angewohnheit, deshalb wollte ich sie nie ändern. I can walk into somebody's home for the first time, Ich betrete zum ersten Mal die Wohnung einer Person, and they've invited me for lunch. wenn sie mich zum Essen einladen. Do you know what I always do? Weißt du, was ich immer mache? Daniel is shaking his head too. Daniel schüttelt auch den Kopf. I walk into the kitchen, I open the lids of all the pots. Ich gehe in die Küche und schaue in alle Töpfe. Oh, very cookie. Oh, good. Oh, yeah. Smells good, yeah. Oh, riecht gut. And Debbie said, you can't walk into other people's kitchen. Debbie sagt, du kannst nicht einfach in die Küche von anderen gehen. I said, well, they invited me to eat here. Ich sage, nun, sie haben mich eingeladen, hier zu essen. You know, and listen to this. Hör dir das an. People always say, feel at home. Leute sagen immer, fühl dich wie zu Hause. At home, when Debbie cooks, I open all the lids. Wenn Debbie zu Hause kocht, mache ich alle Deckel auf. So I have this habit, Ich habe diese Angewohnheit. you know, and it's really an interesting thing Das ist wirklich interessant. because this is something that we've come to understand. Das ist etwas, das wir verstanden haben. You know, once we really live by true faith, Wenn wir tatsächlich in wahrem Glauben leben, it's not this stressful life. nicht dieses gestresste Leben, Even in complete and incredible rest. du lebst in einer vollständigen und unglaublichen Ruhe. Why do we completely rest? Why do I even tell the story about the pots? Warum sind wir entspannt? Warum erzählte ich die Geschichte mit den Töpfen? Because of the orphanage you were talking Oh, about. thank you. I'm wondering, why did I say that? Thank you. Danke, ich habe mich gefragt, warum ich das gesagt So habe. I walk into the orphanage Ich ging ins Waisenhaus. and I see that it's not a nice place. Ich sah, dass es kein schöner Ort ist. So I walk in the kitchen. Ich ging in die Küche, I open the pots schaute in die Kochtöpfe. and I was shocked. Ich war schockiert. I opened the freezer. Ich öffnete den It Kühlschrank. was empty. Er war leer. I opened the fridge. Ich öffnete den Gefrierschrank. It was empty. Er war leer. There was one chicken in the pot Ein einziges Huhn war im Topf and a little bit of rice und ein bisschen Reis. and a whole bunch of children Für einen ganzen Haufen Kinder. and also adults who were taking care of the children. They were all eating that together. Und die Erwachsenen, die sich um die Kinder kümmerten, aßen alle I zusammen. said, what are the children going to eat? Ich fragte, was werden die Kinder essen? Fridge is empty, freezer is empty, Der Kühlschrank ist leer, der Gefrierschrank auch. Is it está vazio? the pantry is empty. Die Speisekammer ist leer.
And the woman looked at me and said, Die Frau sah mich an und sagte, "Oh, Pastor, oh, Pastor, this is a work of faith. das ist ein Glaubensakt. It's a work of faith. Glaubensarbeit. We're trying very hard to feed the kids, Wir versuchen sehr hart, die Kinder zu ernähren. Esforçando para alimentá-los. doing everything we can. It's a work of faith." Wir tun alles, was wir können. Es ist ein Glaubensakt. I said, "What kind of a faith do you live by?" Ich fragte, nach welcher Art des Glaubens lebst du? I've met so many people who say, "I believe, I believe, I believe," and they grind their teeth. Ich habe so viele Menschen getroffen, die sagen, ich glaube und auf die Zähne I'm beißen. still believing, Ich glaube immer noch. believing for the miracle. Glaube an das Wunder. Is that faith? Ist das Glaube? I'll tell you what faith is. Ich sage dir, was Glaube bedeutet. Faith is to enter into such a deep state of rest. Glaube bedeutet, in einen solch tiefen Zustand der Ruhe einzutreten. The Bible literally says in Hebrews chapter 4. Die Bibel sagt wortwörtlich in Hebräer Kapitel 4, Hebrews chapter 4 is actually a chapter of faith and a chapter of rest. und das ist ein Kapitel des Glaubens und der Ruhe. Think what it says. Denk daran, was dort They steht. did not enter the rest of God, and then it tells you why. Sie sind nicht in die Ruhe Gottes eingetreten und dann steht da, weshalb. Because they did not mix the word of God with faith. Weil sie das Wort Gottes nicht mit dem Glauben vermischten. You see, lack of faith took their rest. Der Mangel an Glauben nahm ihnen die Ruhe. There are people who are always tired and always sleep and always tired. Es gibt Menschen, die sind immer müde, sie schlafen immer, sind immer They müde. wake up stressed and tired. Sie wachen schon gestresst und müde auf. How? Wie? I'm going to give you a scientific study that I've read not too long ago. Vor nicht allzu langer Zeit las ich eine wissenschaftliche Studie. And I just read the scientific study. I didn't research it. I just read it. Ich habe die Studie nur gelesen, nicht recherchiert. The scientific study says it does not matter how exhausted you are physically. Die wissenschaftliche Studie besagt, dass es keine Rolle spielt, wie erschöpft man körperlich ist. One night of rest is sufficient for your body to completely restore itself. Eine einzige Nachtruhe reicht für den Körper aus, um sich komplett zu regenerieren. How many people go on vacation because they're tired and after they come home they need a vacation from the vacation? Wie viele Menschen fahren in Urlaub, weil sie erschöpft sind, und wenn sie zu Hause sind, brauchen sie Urlaub vom Urlaub? It's not because of the vacation and their hard work, it's because they don't live by faith. Das liegt nicht an den Ferien oder an der harten Arbeit, sie leben nicht aus dem Glauben. If you live by faith, you have come into such a rest knowing that God is perfect, His promises are true, and His nature is amazing. Wenn du im Glauben lebst, bist du zu einer Ruhe gekommen, weil du weißt, Gott ist vollkommen, seine Verheißungen sind wahr, sein Wesen ist großartig. I do not believe that the way that we live rewind. I don't believe that the circumstances of life is what causes us to be exhausted. Ich glaube nicht, dass unsere Lebensumstände dazu führen, dass wir erschöpft sind. I don't believe it. Das glaube ich nicht. I don't believe burnout comes because we work too much. Ich glaube nicht, dass Burnout eine Folge von zu viel Arbeit ist. I believe we are exhausted because we don't live by faith. Wir sind erschöpft, weil wir nicht aus Glauben leben. Think about this. Denk darüber nach. We get so stressed by the pressure of life Wir sind so gestresst durch den Druck des Lebens, that we go to bed at night stressed, dass wir abends gestresst ins Bett gehen. get up in the morning stressed. Am Morgen stehen wir gestresst auf, You really keep thinking about everything we have to solve. denken ständig über alles nach, was wir tun müssen. So before noon comes, you're really tired. Du bist schon vor dem Mittag müde. And then after night of sleep, you're still tired. Nach einem kurzen Schlaf bist du immer noch müde. But people who've learned to live by true faith, they live in an inner sense of peace and rest. Menschen, die gelernt haben, im wahren Glauben, im inneren Frieden und in der Ruhe zu leben, That when the body becomes tired from a day's work, wenn also der Körper von der Arbeit des Tages müde wird, they give the body the rest the body needs and they wake up invigorated and refreshed. gönnen sie ihm die nötige Ruhe und wachen gestärkt und erfrischt auf. Eles acordam revigorados e cheios de vida. I can honestly tell you, I do not remember the last time I woke up tired. Ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal müde aufgewacht I bin. really don't remember. Ich erinnere mich nicht. When I wake up, I'm so energetic, I don't know what to do. Wenn ich aufwache, bin ich so voller Energie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Why? Warum? It's because I've told this to my best friend on a motorcycle trip. Das erzählte ich meinem besten Freund auf der Motorradtour. He said, I will never understand how you can function with so little sleep. Er sagte, ich verstehe nicht, wie du mit so wenig Schlaf auskommst. I go to bed at 1 o'clock and that's when you start to do a little work. Ich gehe um 1 Uhr ins Bett, da fängst du an zu arbeiten. And when I get up at 7, you've been up for 2 hours already. Und wenn ich um 7 Uhr aufstehe, bist du schon seit 2 Stunden auf. On vacation. Im Urlaub. Every day. Jeden Tag. And you are never tired. Und du bist nie müde.
I am tired. Ich bin müde. But when my body gets tired, I give my body the rest the body needs, and that's it. Wenn mein Körper müde wird, gebe ich ihm die Ruhe, die er braucht, und das war's. But I never get tired internally, because internally I live a life of faith. Aber im Innern werde ich nie müde. Innerlich lebe ich ein Leben aus Glauben. So many people, they are physically tired because their minds and their hearts are so tired. Viele Menschen sind körperlich müde, weil ihr Verstand und ihr Herz so erschöpft sind. Eles estão cansados. They don't mix the word of God with faith in their heart. Sie vermischen nicht das Wort Gottes mit dem Glauben in ihrem Herzen. What happens when the word of God and faith don't become a mixture, a unit in our heart? Was geschieht, wenn das Wort Gottes und der Glaube nicht zu einer Einheit in deinem Herzen werden? We don't enter the rest of God. Du kommst nicht in die Ruhe Gottes. There is no Christian who can enter the rest of God without living by faith. Kein Christ kann in die Ruhe Gottes eintreten, ohne aus Glauben zu leben. Neither is the Christian who's learned to really live by faith, who hasn't living in rest. It Ebenso wenig lernt ein Christ wirklich aus Glauben zu leben, wenn er nicht in der Ruhe lebt. doesn't work. Das funktioniert nicht. You know, when I have things that we have to go through and resolve and whatever, complicated situation, Wenn wir komplizierte Situationen bewältigen, lösen müssen, and when I feel this stress trying to grab hold of me, wenn ich spüre, dass der Stress versucht, von mir Besitz zu ergreifen, yes, it happens to me. ja, das passiert bei mir Listen auch. to me, I'm president of Brazilian Kids Care, Ich bin Präsident von Brazilian Kids Care. which is a lot of interesting things because just the way Brazil functions. Sehr interessant, schon allein wegen der Art und Weise, wie Brasilien funktioniert. I'm the founder of the BS. Gründer der IPS. I am doing so many other things in the ministry of serving God. Ich mache so viele andere Dinge im Dienst für Gott. Leading a lot of people, taking care of a lot of people. Ich leite viele Menschen, kümmere mich um viele Menschen. Father and husband, have a household full with people. Vater und Ehemann, unser Haus ist voller Menschen. Don't you think that the challenges that come your way don't come my way? Denkst du, dass ich die Herausforderungen, die du hast, nicht auch habe? They come my way too. Ich habe sie auch. The financial challenges come my way just like they come yours way. Finanzielle Belastungen kommen auf mich genauso wie auf dich zu. Challenges with the co-workers, they come my way just like they come your way. Herausforderungen mit den Mitarbeitern kommen auf mich genauso wie auf dich zu. Yesterday, Vinicius, our CEO, said, Reinhard, you're opening more orphanages than you have directors for orphanages. What are you going to do? Unser Leiter Vinicius sagte, Reinhard, du eröffnest mehr Waisenhäuser, als du Leiter für sie hast. Was machen wir? No. Nein. The moment I feel all this pressure trying to rob the peace in my heart, Wenn ich spüre, dass der ganze Druck versucht, mir den Herzensfrieden zu rauben, I'm going to mix what God has said, His promise, His word, His character. mische ich, was Gott gesagt hat, sein Versprechen, sein Wort, sein Charakter. I'm going to mix it in my heart with faith. Ich vermische es in meinem Herzen mit Glauben. Honestly, I can honestly tell you, Und ich sage dir ehrlich, the moment I make this decision, there is such a sense of peace and rest in me. wenn ich diese Entscheidung treffe, spüre ich so einen Frieden und Ruhe in mir. All be good. Alles wird gut. In the end, it'll be better. Das Ende wird besser. In the end, we will be better people. Wir werden bessere Menschen. The circumstances will be better. Die Umstände werden besser. Everything will serve us. Alles wird uns dienlich Jesus will be sein. glorified. Jesus wird verherrlicht. Life's good. Das Leben ist gut. If I don't choose to live by this kind of faith, I will also not live in rest. Wenn ich mich nicht entscheide, aus Glauben heraus zu leben, werde ich nicht in der Ruhe leben. You have God's faith in your heart. Du hast den Glauben Gottes in deinem You Herzen. have to rest from your own works, do His word. Du musst dich von deinen eigenen Werken ausruhen und seine Werke tun. And then you have to mix that faith constantly with what God has promised you and the knowledge of who He is. Mische diesen Glauben ständig mit dem, was Gott dir versprochen hat und dem Wissen, wer er ist. The just shall not live by stress, the just shall live by faith. Der Gerechte lebt nicht durch Stress, der Gerechte lebt durch den Glauben. If you have a life that's stressed, Wenn du ein stressiges Leben hast, you can never blame your kannst circumstances. du deine Umstände dafür nicht You can only beschuldigen. blame yourself. Die Schuld kannst du nur dir selber geben. Because God's faith is in you, you can enter His rest by trusting Him. Da der Glaube Gottes in dir ist, kannst du in seine Ruhe eintreten, indem du ihn vertraust. Fiando nele. People who really have learned to live by faith are people who conquer great things and yet they live in rest. Menschen, die wirklich gelernt haben, aus dem Glauben zu leben, sind Menschen, die große Dinge überwinden und dennoch in Ruhe leben. My greatest mentor on this earth, next to Jesus, Mein größter Mentor auf dieser Erde, neben Jesus, a great Indian missionary who died decades ago, ein vor Jahrzehnten verstorbener großer indischer Missionar. his last book he wrote is a book called The Divine Yes. Sein letztes Buch, das er schrieb, heißt Das göttliche Ja. O sim divino. He poured out his life in decades of hard
missionary work in India. Er hat sein Leben in jahrzehntelange harte Missionsarbeit in Indien investiert. And then he was hit by a stroke. Dann erlitt er einen Schlaganfall. And he couldn't walk. Er konnte nicht mehr laufen. And he couldn't talk. Er konnte nicht mehr sprechen. He had to have a nurse that was taking care of him all day long. Er brauchte eine Krankenschwester, die sich den ganzen Tag um ihn kümmerte. Do you know, he communicated with this nurse Er teilte dieser Krankenschwester mit, that all day long, while she's taking care of him, she has to say this. dass sie den ganzen Tag, während sie sich um ihn kümmerte, sagen musste: Stanley Jones will walk and talk again. Stanley Jones wird wieder gehen und sprechen, und er nickte. Jones vai falar e vai caminhar novamente. E ele concordava. And he was in his 80s. Er war in seinen 80ern And he talked and walked again. und konnte wieder sprechen und laufen. He was a man who worked harder than anybody I personally have ever heard of. Er arbeitete härter als jeder andere Mensch, von dem ich je gehört habe, außer vielleicht Paulus. Menos que Paulo. Interacted with presidents of many nations. Verkehrte mit den Präsidenten vieler Nationen. Who traveled the world, and he wasn't by airplane, then he was by ship. Er reiste um die Welt, nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Schiff. Era comum viagem de avião, era viagens com navios. Lived under difficult situations. Lebte in schwierigen Situationen, unter schwierigen klimatischen Bedingungen. And lived in rest and walked by faith. Lebte in Ruhe und wandelte im Glauben. You will never live in rest if you haven't learned to walk by faith. Du wirst nie in der Ruhe leben, wenn du nicht gelernt hast, im Glauben zu wandeln. And you can never say, hey, I'm living by faith if you don't live in rest. Du kannst nicht sagen: Hey, ich lebe im Glauben, wenn du nicht in der Ruhe lebst. Those two belong together. Sie gehören zusammen. Let's live in rest. Let's trust God. Leben wir in der Ruhe, vertrauen wir Gott. Thank you for watching. Danke, dass du zugeschaut hast. Don't eat too much sugar, it's going to make you tired. Iss nicht zu viel Zucker, das macht dich müde. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.